Wie sieht das Museum der Zukunft aus? Wie kann man sich die Zukunft der Museen vorstellen? Wie verändert sich die Museumslandschaft durch die voranschreitende Digitalisierung und wie verändert das die ästhetischen Erfahrungen der BesucherInnen? Das Projekt Beyond Matter geht diesen Fragen nach. Initiiert wurde es von Livia Nolasco-Rojas vom Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe. In Beyond Matter versuchen wir, die Frage zu stellen, wie Digitalität den Begriff von Raum beeinflusst hat und was für Auswirkungen das auf Kunstvermittlung und museale Arbeit hat. Beyond Matter ist ein praxisbasiertes Kollaborationsprojekt. Kulturinstitutionen, Universitäten und Technologieunternehmen aus ganz Europa arbeiten hier zusammen. In verschiedenen Teilprojekten werden Methoden, Präsentationsformate und digitale Anwendungen für die zukünftige Nutzung in Museen entwickelt. Gleich mehrere Teilprojekte gehen der virtuellen Wiederbelebung von vergangenen Ausstellungen nach. Sie werden wissenschaftlich aufgearbeitet, digital modelliert und anschließend online oder im Museumsraum zugänglich gemacht. Es werden dafür 2 historische Ausstellungen in den Fokus genommen. Les Matériaux, die 1985 im Centre Pompidou in Paris gezeigt wurde, und Iconoclash, eine Ausstellung des ZKM Karlsruhe aus dem Jahr 2002. Beide Ausstellungen sind ganz interessante Fallbeispiele. Sie sind große internationale Projekte, die heutzutage schon als kulturelle Erbe gelten. Und anhand von dieser Digitalisate, von diesen Modelle werden wir erforschen, wie vergangene Ausstellungen wieder zugänglich gemacht werden können. Beyond Matter beschränkt sich jedoch nicht nur auf die Rekonstruktion historischer Ausstellungen. Das Projektteam will mit den gewonnenen Erkenntnissen ebenso eine Grundlage für die Entwicklung von museologischen Technologien schaffen. Das Ziel ist es, auch aktuelle Ausstellungen so archivieren zu können, dass ihre dreidimensionalen Strukturen erhalten bleiben. Das erhoffte Ergebnis dieser praxisorientierten Forschung ist die Schaffung digitaler, flexibel einsetzbarer Modelle. Die Ausstellungsmodelle werden so entwickelt, dass wir sie möglichst vielfältig zeigen können. Aber die Modelle sind digital, sind virtuell und wir brauchen irgendein Hardware dafür, diese Modelle in physischen Orten, in realen Räumen zu zeigen. Und an dieser Hardware wird ebenfalls gearbeitet. Sie trägt den Namen Immaterial Display. Die interaktive Installation soll künftig in echten Museumsräumen zum Einsatz kommen und virtuelle Ausstellungsmodelle erfahrbar machen. Beyond Matter begreift Ausstellungsräume explizit als physische Orte der Wissensproduktion und des Austauschs. Ihre räumlichen Qualitäten spielen eine wichtige Rolle bei der Kontextualisierung von Informationen. Lässt sich die Erfahrung des Besuchs einer gewöhnlichen Ausstellung in den virtuellen Raum übertragen? Können digitale Anwendungen den physischen Ausstellungsraum erweitern? Ein experimenteller Evaluationsworkshop mit der Aalto-Universität Helsinki widmet sich der Frage, wie digitale Angebote im Museumsraum angenommen werden. Außerdem wird erforscht, welche neuen Erfahrungen eventuell damit verknüpft sind. Die Tatsache, dass Digitalisierung neue Dimensionen und neue Orte schafft, ist aus einer kunstvermittlerischen Perspektive auch ganz wichtig. Und wir können nicht mal unter diesen Bedingungen sagen, dass Kunstvermittlung und Museum Experience nur in physischen Museen stattfindet. Es ist ein vernetztes Erlebnis geworden, was vielleicht woanders anfängt als das Museum, vielleicht mit Inhalten, die online veröffentlicht worden sind, verknüpft ist oder vielleicht physisch im Museum stattfindet, aber in einer immersiven Installation und man fühlt sich gar nicht im Museum. Das Ludwig-Museum Budapest ist ebenfalls Projektpartner von Beyond Matter.
Die dort geplanten Veranstaltungen setzen sich mit der Bedeutung von räumlichen Erfahrungen im Museumskontext auseinander. Noch in diesem Jahr werden die Ausstellung Spatial Affairs und das Hybrid Museum Experience Symposium stattfinden. Als Ergänzung zu den Forschungsansätzen setzt Beyond Matter auf künstlerische Produktion als Weg zu neuem Wissen. Die Kunsthalle Tallinn, das Tirana Art Lab und das ZKM Karlsruhe bieten 2-monatige Residencies für Kunstschaffende an. Sie sind eingeladen, die Frage von Virtualität und deren Rolle in Kunstvermittlung nachzudenken. Oder eventuell nur den Begriff de- und rekonstruieren. Diese künstlerischen Positionen und sehr unterschiedliche und freie Ansätze und Forschungsschwerpunkte sind enorm hilfreich für unsere praxisorientierte Forschung. Zentraler Knotenpunkt für alle Projektteile ist schon jetzt die Online-Plattform beyondmatter.eu. An diesem virtuellen Ort der Wissensproduktion und des Austausches soll ein Open-Access-Archiv mit Textbeiträgen zu Themen der Virtual Museology entstehen. Die Online-Plattform des Projekts ist mehr als eine Website. Sie sammelt alle online zugänglichen Projekte, Ausstellungsmodelle und alle Inhalte, die während der Laufzeit produziert werden. Außerdem wird nach Abschluss eine Publikation erscheinen. Sie soll gleichzeitig eine Art Handbuch sein, aber auch ein Sammelband. Die Beiträge der Konferenzen werden hier ebenso präsentiert werden wie die Texte zu den neu entwickelten Methoden. Online und offline entsteht so ein gebündelter Wissensschatz für die Zukunft. Wir hoffen, dass Beyond Matter ein Pilotprojekt für das Post-Corona virtuelle Zeitalter für Museen und Kulturinstitutionen werden kann.